Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Archiven der menschlichen Vorstellungskraft existiert ein Text, der mehr ein Echo als ein Manuskript ist. Ein Artefakt, das vielleicht nie aus Materie, sondern nur aus reiner Idee bestand. Die Smaragdtafeln. Ein Name, der durch die Korridore der Zeit flüstert, von den Sanden Ägyptens über die alchemistischen Laboratorien des Mittelalters bis in die geheimen Studien Isaac Newtons. Doch was verbirgt sich hinter dieser Legende? Ist es der Schlüssel zu universellem Wissen oder das beständigste intellektuelle Phantom der Geschichte? Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche. Guten Abend. Ich lade Sie ein, es sich bequem zu machen und den Lärm des Alltags hinter sich zu lassen. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise in die tiefsten Schichten der Mythengeschichte, zu den Ursprüngen einer der rätselhaftesten Legenden der westlichen Esoterik, der Smaragdtafel. Unsere Spurensuche beginnt nicht bei der Tafel selbst, denn diese taucht erst viel später in der Geschichte auf. Sie beginnt bei der Idee, die ihr zugrunde liegt, der Idee eines göttlichen Wissens, das für die Ewigkeit in Stein gemeißelt wurde. Wir sind im alten Ägypten, im Land der Pharaonen, einer Zivilisation, die wie kaum eine andere von der Macht des geschriebenen Wortes und der Existenz verborgener Weisheit durchdrungen war. Hier, im Pantheon der Götter, finden wir eine Gestalt von zentraler Bedeutung: Tod. Dargestellt mit dem Kopf eines Ibis oder als Pavian, war Tod der Gott der Weisheit, des Wissens, der Schrift und der Magie. Er war der Schreiber der Götter, der in den himmlischen Hallen das Urteil über die Seelen der Verstorbenen aufzeichnete. Seine Schrift, die Hieroglyphen, waren nicht nur profane Zeichen, sondern Medu Neter, die Worte der Götter selbst. In ihnen lag eine schöpferische, magische Kraft. Die Ägypter glaubten, dass Tod der Menschheit die Schrift, die Mathematik, die Astronomie und die Medizin geschenkt hatte. Er war der Hüter aller Geheimnisse, sowohl der himmlischen als auch der irdischen. In diesem kulturellen Nährboden entstand die Legende vom Buch des Tod, einem mythischen Papyrus oder einer Sammlung von Tafeln, die das gesamte Wissen des Universums enthalten sollten. Wer es besaß, so die Erzählungen, konnte die Götter verstehen, die Sprache der Tiere sprechen und die Elemente beherrschen. Obwohl kein solches Buch je gefunden wurde, zeigt die Legende doch eines ganz deutlich: die Vorstellung, dass die ultimative Wahrheit von einer göttlichen Intelligenz niedergeschrieben und an einem geheimen Ort für die Eingeweihten verborgen wurde, ist tief in der ägyptischen Seele verwurzelt. Hier finden wir das Fundament, das Echo, aus dem Jahrtausende später die Legende der Smaragdtafel erwachsen sollte. Es ist der Glaube an eine primordiale Offenbarung, eine Weisheit, die älter ist als die Menschheit selbst, bewahrt vom göttlichen Schreiber Tod. Die Welt der Pharaonen war in sich geschlossen, ein Reich der Traditionen, das über Jahrtausende relativ unverändert blieb. Doch im 4. Jahrhundert vor Christus fegte ein Sturm über die antike Welt, der alles verändern sollte: die Eroberungszüge Alexanders des Großen. Mit seinen Armeen kam nicht nur eine neue Herrschaft, sondern auch eine neue Kultur und eine neue Sprache nach Ägypten. Das Griechische traf auf das Ägyptische, und aus dieser Begegnung
entstand eine faszinierende kulturelle Verschmelzung. Ein Prozess, den wir als Synkretismus bezeichnen. Götter wurden nicht einfach ersetzt, sie wurden neu interpretiert und miteinander identifiziert. Die Griechen, die nach Ägypten kamen, sahen in dem weisen Gott Tod eine Entsprechung zu ihrem eigenen Gott Hermes. Hermes war der Götterbote, der Reisende zwischen den Welten, zwischen Göttern und Menschen, zwischen Leben und Tod. Er war der Gott der Sprache, der Interpretation und der Entdeckung. Die Parallelen waren unübersehbar. Beide waren Götter der Schrift und des Wissens, beide waren Psychopompoi, Seelenführer, die die Verstorbenen ins Jenseits begleiteten. Aus dieser Verschmelzung von Tod und Hermes entstand eine neue, noch ehrfurchtgebietendere Gestalt: Hermes Trismegistus. Der Name bedeutet der dreimal größte Hermes. Warum dreimal größter? Die Interpretationen sind vielfältig. Einige sagen, es beziehe sich auf seine Meisterschaft über die drei Reiche: das Himmlische, das Irdische und das Unterirdische. Andere sehen darin seine Rollen als größter König, größter Priester und größter Philosoph. Wieder andere verbinden es mit den drei Teilen der universellen Weisheit, die ihm zugeschrieben wurden: Alchemie, die Lehre von der Umwandlung der Materie, Astrologie, das Wissen um den Einfluss der Gestirne, und Theurgie, die Praxis der göttlichen Magie. Hermes Trismegistus war nun nicht mehr nur ein ägyptischer oder ein griechischer Gott, er wurde zu einer universellen Figur, einem mythischen Weisen, der am Anbeginn der Zeit gelebt und der Menschheit das gesamte Fundament des Wissens offenbart haben soll. Ihm wurde eine riesige Sammlung von Schriften zugeschrieben, die als Corpus Hermeticum bekannt werden sollte. Und als die Quintessenz all dieser Lehren, als ihr geheimnisvoller, unzerstörbarer Kern, galt fortan die Smaragdtafel. Der ägyptische Gott der Weisheit hatte sich in den griechischen Meister der verborgenen Künste verwandelt. Der Ort, an dem die Verwandlung von Tod zu Hermes Trismegistus stattfand und an dem die hermetische Philosophie ihre erste Blüte erlebte, war eine Stadt, die selbst ein Symbol für die Verschmelzung der Kulturen war: Alexandria. Gegründet von Alexander dem Großen an der Küste Ägyptens, wurde sie schnell zum intellektuellen und kulturellen Zentrum der hellenistischen Welt. Ihr Herzstück war eine Institution, deren Name bis heute ein Synonym für Wissen und dessen tragischen Verlust ist: die große Bibliothek von Alexandria. Man muss sich die Bibliothek nicht als ein stilles Lagerhaus für Bücher vorstellen. Sie war, zusammen mit dem angeschlossenen Mausoleon, eine pulsierende Forschungsuniversität. Hier versammelten sich die brillantesten Köpfe aus dem gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus. Griechische Philosophen debattierten mit ägyptischen Priestern, jüdische Theologen tauschten sich mit babylonischen Astronomen aus und römische Gelehrte studierten uralte Papyri. In diesem intellektuellen Schmelztiegel wurden die platonische und stoische Philosophie mit ägyptischer Mythologie, chaldäischer Astrologie und jüdischer Mystik konfrontiert und verwoben. Genau in diesem Klima konnte die hermetische Lehre gedeihen. Sie bot einen Rahmen, der die wissenschaftliche Neugier der Griechen mit dem mystischen Tiefgang des Orients verband. Die Schriften, die Hermes Trismegistus zugeschrieben wurden, entstanden wahrscheinlich hier, verfasst von anonymen Autoren, die versuchten, eine universelle Theologie und Philosophie zu schaffen. Doch die Geschichte der Bibliothek ist auch eine Geschichte des Verlusts. Ihr Niedergang war kein einzelnes katastrophales Ereignis, wie oft dargestellt, sondern ein langsamer Prozess über Jahrhunderte, geprägt von Budgetkürzungen,
politischen Unruhen und religiösem Fanatismus. Mit jedem verlorenen Papyrus, mit jeder verblassenden Schriftrolle wuchs die Ahnung, dass ein unermesslicher Schatz an Weisheit für immer verloren war. Dieses Gefühl des Verlusts schuf einen fruchtbaren Boden für Legenden. Die Smaragdtafel wurde zum ultimativen Symbol für dieses verlorene Wissen, ein unzerstörbares Artefakt, das die Essenz all dessen enthielt, was in den Feuern und Wirren der Zeit untergegangen war. Sie war die Hoffnung auf eine Weisheit, die den Untergang der Zivilisationen überdauern konnte. Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches und dem langsamen Verfall der klassischen Wissenszentren wie Alexandria verlagerte sich der Schwerpunkt der intellektuellen Welt. Während Europa in das sogenannte dunkle Zeitalter eintrat, erlebte die islamische Welt eine goldene Ära der Wissenschaft und Philosophie. Arabische Gelehrte sammelten, übersetzten und kommentierten systematisch die Werke der Griechen, Perser und Inder. Sie bewahrten nicht nur das antike Wissen, sondern erweiterten es auf revolutionäre Weise. Es ist auf dieser arabischen Brücke, die das Wissen der Antike ins Mittelalter trug, dass die Smaragdtafel aus dem Reich der reinen Legende in die Welt der greifbaren Texte tritt. Zum ersten Mal in der uns bekannten Geschichte erscheint der Wortlaut der Tafel in einem arabischen Werk des 8. oder 9. Jahrhunderts, dem Kitab Sir al-Khaliqa wa San'at al-Tabi'a, das Buch des Geheimnisses der Schöpfung und der Kunst der Natur. Das Buch wird einem gewissen Balinus zugeschrieben, einer arabisierten Form des Namens Apollonius von Tyana, einem berühmten neupythagoreischen Philosophen und Wundertäter aus dem 1. Jahrhundert. In diesem Buch erzählt Balinus eine faszinierende Entstehungsgeschichte. Er berichtet, wie er in Tyana eine verborgene Krypta unter einer Statue des Hermes betrat. Dort, in der Dunkelheit, fand er einen Leichnam, der auf einem goldenen Thron saß. In den Händen des Leichnams lag eine Tafel aus grünem Stein, die Smaragdtafel, auf der in einer alten Sprache die Prinzipien der Schöpfung eingraviert waren. Dies ist der Moment, in dem die Smaragdtafel eine konkrete Form und einen konkreten Text erhält. Es ist nicht mehr nur eine vage Idee von göttlicher Weisheit, sondern eine Sammlung von etwa einem Dutzend kryptischer Aphorismen. Der Text, den Balinus überliefert, beginnt mit den berühmten Worten wahrhaftig, ohne Lüge, gewiss und aufs Wahrhaftigste. Das, was unten ist gleich dem, was oben ist, und das, was oben ist gleich dem, was unten ist, um die Wunder des einen Dinges zu vollbringen. Mit dieser arabischen Übersetzung verlässt die Tafel den mythischen Raum Ägyptens und betritt die Welt der Alchemisten und Philosophen des Mittelalters. Sie wird zu einem Gründungstext, dessen kurze, rätselhafte Sätze für die nächsten 1000 Jahre die westliche Esoterik prägen werden. Inmitten der kryptischen Verse der Tabula Smaragdina findet sich ein Satz, der wie ein Leuchtfeuer durch die Jahrhunderte der westlichen Esoterik strahlt. Das, was unten ist wie das, was oben ist, und das, was oben ist wie das, was unten ist, um die Wunder des einen zu vollbringen. Auf den ersten Blick mag dies wie eine simple Binsenweisheit klingen, doch bei genauerer Betrachtung entfaltet sich hier eine der tiefgründigsten philosophischen Ideen, die je formuliert wurden. Es ist das Prinzip der Analogie, das Axiom der Korrespondenz. Es postuliert eine untrennbare Verbindung zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, den Sternen, den göttlichen Prinzipien und dem Mikrokosmos, dem Menschen, der Erde, dem individuellen Bewusstsein. Nichts existiert in Isolation,
Die Bewegung der Planeten am Himmelszelt findet ihre Entsprechung in den Zyklen des menschlichen Lebens. Die chemischen Prozesse in einem alchemistischen Kolben spiegeln die großen schöpferischen Akte des Universums wider. Diese Idee war revolutionär. Sie bot einen Schlüssel, um das Universum nicht als eine Ansammlung fremder, unzusammenhängender Kräfte zu sehen, sondern als einen einzigen, lebendigen Organismus, in dem jedes Teil das Ganze widerspiegelt. Für den hermetischen Weisen bedeutete dies, dass das Studium der Natur gleichzeitig ein Studium seiner selbst war. Durch die Beobachtung der Sterne konnte er die Muster in seiner eigenen Seele erkennen. Durch das Verständnis der Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, verstand er die Bausteine seiner eigenen Existenz. Dieses Prinzip transzendierte die reine Philosophie und wurde zur Grundlage praktischer Künste, wie der Astrologie und der Alchemie. Die Astrologie basierte auf der Annahme, dass die Konstellationen am Himmel einen direkten Einfluss auf das Schicksal auf der Erde haben. Die Alchemie sah die Umwandlung von unedlen Metallen in Gold als eine irdische Nachahmung des kosmischen Prozesses der Perfektionierung. Doch die tiefste Implikation ist vielleicht eine spirituelle. Wenn der Mensch ein Spiegelbild des Göttlichen ist, dann trägt er das Göttliche bereits in sich. Der Weg zur Erleuchtung führt nicht nach außen, zu einem fernen Gott, sondern nach innen, zur Entdeckung des universellen Prinzips in der eigenen Seele. Wie oben, so unten ist somit keine bloße Formel, sondern eine Einladung zur Selbstreflexion, eine Landkarte des Bewusstseins, die zeigt, dass die größten Mysterien des Kosmos in den Tiefen unseres eigenen Herzens verborgen liegen. Als die Smaragdtafel, hauptsächlich durch arabische Übersetzungen, im mittelalterlichen Europa bekannt wurde, fiel sie auf fruchtbaren Boden. Die Alchemisten, jene rätselhaften Figuren, die in düsteren Laboratorien zwischen Destillierkolben und geheimnisvollen Folianten arbeiteten, erkannten in ihr sofort den ultimativen Leitfaden. Für sie war der Text weit mehr als eine philosophische Abhandlung. Er war die göttliche Blaupause für das große Werk, das Magnum Opus. Die populäre Vorstellung, Alchemie sei lediglich der naive Versuch gewesen, Blei in Gold zu verwandeln, greift viel zu kurz. Für den wahren Adepten war die Transmutation der Metalle nur die äußere, physische Manifestation eines viel tieferen inneren Prozesses, der Läuterung und Vervollkommnung der menschlichen Seele. Die Smaragdtafel lieferte die theoretische Grundlage dafür. Die Trennung von fein und grob, von Erde und Feuer, wie sie im Text beschrieben wird, wurde als Anleitung zur Separation der reinen, spirituellen Essenz des Menschen von seinen niederen, materiellen Begierden interpretiert. Das Labor wurde zu einem heiligen Raum, einem Mikrokosmos, in dem die Gesetze des Universums nachgestellt wurden. Jeder Schritt im alchemistischen Prozess, Calcinatio, Solutio, Coagulatio, hatte eine doppelte Bedeutung. Auf der materiellen Ebene reinigte er die Ausgangssubstanz, die Prima Materia. Auf der spirituellen Ebene symbolisierte er die Phasen der psychologischen Transformation des Alchemisten selbst. Die Konfrontation mit dem eigenen Schatten, die Auflösung des Egos, die Integration von Gegensätzen und schließlich die Geburt eines neuen, erleuchteten Bewusstseins. Das Gold, das am Ende des Prozesses stand, war nicht nur das wertvolle Metall, sondern ein Symbol für Erleuchtung, Reinheit und Unsterblichkeit. Der Stein der Weisen war somit nicht bloß ein Katalysator für chemische Reaktionen, sondern der verwirklichte, perfekte Zustand der Seele. Die Smaragdtafel wurde zur Bibel der Alchemisten,
denn sie versprach, dass die Schöpfungskraft, die Kraft aller Kräfte, durch die richtige Anwendung von Wissen und spiritueller Disziplin vom Menschen gemeistert werden konnte. Sie lehrte, dass Materie und Geist keine getrennten Realitäten sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Die Arbeit an der Materie war immer auch Arbeit am Geist. In den rauchgeschwängerten Werkstätten des Mittelalters wurde so aus einer antiken Legende eine lebendige, transformative Praxis, die das Schicksal der westlichen Mystik für immer prägen sollte. Wir stellen uns Sir Isaac Newton gemeinhin als den Inbegriff des rationalen Wissenschaftlers vor, als den Mann, der mit kühlem Verstand die Gesetze der Schwerkraft und der Bewegung formulierte und das Universum in ein berechenbares Uhrwerk verwandelte. Doch dieses Bild ist unvollständig, ja sogar irreführend. Hinter der Fassade des Gründervaters der modernen Physik verbarg sich ein Mann, der von einer tiefen, fast obsessiven Leidenschaft für Alchemie und alte Mysterien getrieben war. In seinem Nachlass, der erst im 20. Jahrhundert vollständig zugänglich wurde, fanden sich über 1 Million Wörter, die er dem Studium der Alchemie gewidmet hatte, weitaus mehr als seinen Schriften zur Physik oder Mathematik. Und im Zentrum dieses geheimen Interesses stand die Tabula Smaragdina. Newton besaß mehrere Versionen des Textes und fertigte mindestens 2 eigene akribische Übersetzungen vom Lateinischen ins Englische an. Für ihn war die Smaragdtafel kein Relikt des Aberglaubens, sondern der Schlüssel zu einem verlorenen ursprünglichen Wissen. Er glaubte, dass die alten Weisen, wie der legendäre Hermes Trismegistos, ein tieferes Verständnis der Naturgesetze besessen hatten, das im Laufe der Zeit korrumpiert und in allegorische Sprache verschlüsselt worden war. Newtons Ziel war es, diesen Code zu knacken. Er sah in den alchemistischen Prozessen, die auf der Tafel beschrieben wurden, keine Metaphern für spirituelle Transformation, sondern verschlüsselte Anleitungen für reale, physikalische Experimente. Die Trennung von Erde und Feuer könnte für ihn ein Destillationsprozess gewesen sein. Die Kraft aller Kräfte, eine Beschreibung einer fundamentalen, universellen Energie, die allem zugrunde liegt. Vielleicht sogar eine Vorahnung seiner eigenen Gravitationstheorie. In seinem geheimen Labor in Cambridge versuchte Newton, die Prinzipien der Tafel praktisch umzusetzen. Er glaubte, dass die Alchemie ihm helfen könnte, die aktiven Prinzipien zu verstehen, die die Materie beleben. Jene geheimnisvollen Kräfte, die seine mathematischen Formeln zwar beschreiben, aber nicht erklären konnten. Für Newton gab es keinen Widerspruch zwischen seiner wissenschaftlichen und seiner alchemistischen Arbeit. Beides waren für ihn Wege, den Geist Gottes in der Schöpfung zu erkennen. Die Smaragdtafel war für ihn nicht der Gegenpol zur Rationalität, sondern ihre tiefste Quelle, ein heiliger Text, der die fundamentalen Geheimnisse von Materie, Kraft und Transformation enthielt. Diese verborgene Seite Newtons zwingt uns, die starre Trennung zwischen Wissenschaft und Mystik zu überdenken und zu erkennen, dass einer der größten wissenschaftlichen Geister der Geschichte seine Inspiration aus einer Quelle schöpfte, die wir heute dem Reich der Legenden zuordnen würden. Nachdem wir die tiefgreifenden philosophischen und alchemistischen Interpretationen der Smaragdtafel erkundet haben, kehren wir zu einer grundlegenden, fast schon profanen Frage zurück. Gab es sie wirklich? Existierte jemals eine physische Tafel aus massivem Smaragd, in die diese Worte der Weisheit eingraviert waren? Die archäologischen und historischen Belege dafür sind, um es milde auszudrücken, nicht existent.
Kein Museum der Welt besitzt ein solches Artefakt. Keine glaubwürdige Ausgrabung hat je auch nur ein Fragment davon zutage gefördert. Die Geschichten über ihre Entdeckung, sei es durch Alexander den Großen im Grab des Hermes oder durch Sarah, die Frau Abrahams, gehören eindeutig in das Reich der Legenden. Betrachten wir die Frage aus praktischer Sicht. Smaragd ist ein Beryll, ein Edelstein von beträchtlicher Härte, aber auch von großer Sprödigkeit. Er ist oft von inneren Rissen und Einschlüssen durchzogen. Eine große, fehlerfreie Tafel zu finden, wäre eine extreme Seltenheit. Darauf einen so langen und präzisen Text zu gravieren, ohne dass der Stein zerspringt, wäre selbst mit modernen Techniken eine immense Herausforderung. Für antike Werkzeuge erscheint es fast unmöglich. Dies führt uns zu einer anderen Möglichkeit. War Smaragd vielleicht gar nicht wörtlich gemeint? In der antiken Welt wurden Namen für Edelsteine oft weniger präzise verwendet als heute. Der Begriff Smaragdus konnte sich auf eine Vielzahl grüner Steine beziehen, darunter vielleicht auch leichter zu bearbeitende Materialien wie grünes Glas oder Jade. Einige Forscher spekulieren, dass die Tafel aus einem von Menschenhand geschaffenen, glasartigen Material bestand, einer alchemistischen Kreation, deren grüne Farbe die regenerative Kraft der Natur symbolisieren sollte. Eine noch tiefere Interpretation sieht den Smaragd als reines Symbol. Grün ist die Farbe des Lebens, der Erneuerung, des Herzchakras. Und in der Alchemie die Farbe, die mit dem Planeten Venus und dem Element Kupfer assoziiert wird. Der Smaragd könnte also für den Stein der Philosophen selbst stehen oder für die ewige, unzerstörbare Natur der Weisheit, die er enthält. In diesem Licht wäre die Frage nach dem physischen Material irrelevant. Die Tafel wäre kein Objekt, das man in den Händen halten kann, sondern ein Zustand des Bewusstseins. Eine direkte Offenbarung der Wahrheit, die in der smaragdenen Tiefe der Seele empfangen wird. Letztlich bleibt die Frage unbeantwortet. Vielleicht existierte einst eine physische Vorlage, die längst zu Staub zerfallen ist. Vielleicht war die Tafel von Anfang an eine Metapher, eine brillante literarische Erfindung, um zeitlose Wahrheiten in eine unvergessliche Form zu gießen. Das wahre Mysterium liegt vielleicht nicht im Material der Tafel, sondern in der unsterblichen Kraft ihrer Worte, die über Jahrtausende hinweg nichts von ihrer Faszination verloren haben. Lassen Sie uns nun zum Herzen der Legende vordringen, zum Text selbst. Die Tabula Smaragdina, in ihrer bekanntesten lateinischen Form, ist erstaunlich kurz, kaum mehr als ein Dutzend Aphorismen. Doch in dieser Kürze liegt eine Dichte, die Gelehrte und Mystiker seit Jahrhunderten fasziniert. Der berühmteste Satz, der Eingang in das allgemeine Bewusstsein gefunden hat, lautet: Quod est superius, est sicut quod est inferius, et quod est inferius, est sicut quod est superius. Das, was oben ist wie das, was unten ist, und das, was unten ist wie das, was oben ist. Dies ist mehr als nur eine poetische Phrase. Es ist die Kernaussage einer ganzen Weltanschauung, des Prinzips der Analogie. Es postuliert eine fundamentale Verbindung zwischen dem Makrokosmos, dem Universum, den Planeten, den göttlichen Sphären und dem Mikrokosmos, dem Menschen, der Natur, dem irdischen Reich. Für den Alchemisten bedeutete dies, dass die Prozesse, die im Himmel stattfinden, auf der Erde nachgeahmt werden können. Für den Philosophen bedeutet es, dass man durch das Studium der Natur die Gesetze des Universums verstehen kann und durch Selbstreflexion die Natur des Göttlichen. Die Sprache des Textes ist bewusst obskur und vieldeutig. Begriffe wie
die Herrlichkeit der ganzen Welt, die Kraft aller Kräfte oder die Trennung von Erde und Feuer sind keine einfachen, direkten Anweisungen. Handelt es sich um eine verschlüsselte Anleitung für einen chemischen Prozess, die Herstellung des Steins der Weisen? Oder ist es eine allegorische Beschreibung eines spirituellen Transformationsprozesses, einer inneren Alchemie, bei der die niederen Instinkte in erleuchtetes Bewusstsein verwandelt werden? Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass es beides zugleich sein sollte. In der hermetischen Tradition waren das Materielle und das Spirituelle untrennbar miteinander verwoben. Die Arbeit im Labor war ein Spiegel der Arbeit an der eigenen Seele. Die Dekodierung dieser 13 Aphorismen ist daher kein Lösen eines Rätsels mit einer einzigen richtigen Antwort. Es ist vielmehr eine Einladung zur Meditation, eine Aufforderung, die verborgenen Korrespondenzen in der Welt und in uns selbst zu suchen. Es ist ein Text, der nicht diktiert, sondern inspiriert. Keine Offenbarung von Fakten, sondern eine Öffnung für eine tiefere Wahrnehmung der Realität. Die Reise unserer Smaragdtafel aus dem Nebel der Legende in das Licht der dokumentierten Geschichte führt uns in die pulsierende intellektuelle Welt des islamischen goldenen Zeitalters. Hier begegnen wir einer der Schlüsselfiguren nicht nur für die Hermetik, sondern für die gesamte Wissenschaftsgeschichte. Abu Musa Jabir ibn Hayyan, im Westen als Geber bekannt. Er lebte im 8. und frühen 9. Jahrhundert und gilt zu Recht als einer der Väter der modernen Chemie. Sein gewaltiges Werk, das Hunderte von Abhandlungen umfasst, legte den Grundstein für die experimentelle Methode. Er beschrieb Prozesse wie Destillation, Kristallisation und Filtration und führte zahlreiche chemische Substanzen systematisch ein. Doch Jabir war mehr als nur ein Praktiker. Er war ein zutiefst philosophischer Denker. Und in seinem theoretischen Gebäude spielt das hermetische Erbe eine zentrale Rolle. Tatsächlich findet sich die älteste heute bekannte, greifbare Version des Textes der Smaragdtafel in einem arabischen Werk, das Jabir oder seiner Schule zugeschrieben wird, dem Kitab Sir al-Khalika oder Buch des Geheimnisses der Schöpfung. Für Jabir war die Alchemie, die er die Kunst oder die Wissenschaft des Gleichgewichts nannte, untrennbar mit der kosmologischen Vision der Smaragdtafel verbunden. Das Prinzip, wie oben, so unten, war für ihn kein mystischer Gemeinplatz, sondern ein wissenschaftliches Arbeitsprinzip. Er glaubte, dass alle Metalle aus den gleichen Grundsubstanzen, Schwefel und Quecksilber in philosophischem Sinne, bestehen, nur in unterschiedlichen Verhältnissen und Reinheitsgraden. Die Transmutation war daher möglich, weil sie lediglich eine Neuausrichtung des inneren Gleichgewichts einer Substanz war, eine Nachahmung der perfekten Balance, die im Kosmos herrscht. Die Smaragdtafel lieferte ihm die metaphysische Rechtfertigung für seine Arbeit im Labor. Durch seine Schriften wurde der hermetische Gedanke nicht nur bewahrt, sondern auch systematisiert und in einen proto-wissenschaftlichen Rahmen integriert. Er schuf die Brücke, über die dieses antike Wissen Jahrhunderte später das mittelalterliche Europa erreichen und die dortige Alchemie und das wissenschaftliche Denken nachhaltig prägen sollte. Um die Ideen der Smaragdtafel wirklich zu verstehen, dürfen wir sie nicht als isoliertes Phänomen betrachten. Sie entstand in einem der intellektuell fruchtbarsten Schmelztiegel der Geschichte, dem hellenistischen Ägypten der späten Antike, insbesondere in der Metropole Alexandria. Hier trafen griechische Philosophie, ägyptische Mysterienreligion und nahöstliche Weisheitstraditionen aufeinander,
und gingen faszinierende neue Verbindungen ein. Zwei bedeutende Strömungen dieser Zeit zeigen bemerkenswerte Parallelen zum hermetischen Denken: der Neuplatonismus und die Gnosis. Der Neuplatonismus, dessen prominentester Vertreter Plotin im 3. Jahrhundert nach Christus war, entwickelte ein komplexes metaphysisches System. An seiner Spitze steht das eine transzendente, unbeschreibliche Quelle, aus der die gesamte Realität in Stufen emaniert, also ausfließt. Zuerst der Geist, dann die Weltseele und schließlich die materielle Welt. Diese Idee einer einzigen Quelle, aus der die Vielfalt der Welt hervorgeht, findet ein klares Echo in der Smaragdtafel, die besagt: Alle Dinge sind aus einem durch die Vermittlung des einen. Die hermetische Lehre kann als eine praxisorientiertere, zugänglichere Version dieser hochabstrakten Philosophie gesehen werden. Auf der anderen Seite steht die Gnosis. Die Gnostiker waren vielfältige Gruppen, die eine gemeinsame Überzeugung teilten. Der materielle Kosmos ist ein fehlerhaftes Gefängnis, geschaffen von einem untergeordneten, unwissenden Schöpfergott, dem Demiurgen. Der wahre Gott ist unendlich fern und unbekannt. Erlösung kann nur durch Gnosis, eine direkte, intuitive Erkenntnis des eigenen göttlichen Funkens und seiner Herkunft, erlangt werden. Auch hier finden wir Anknüpfungspunkte. Der hermetische Weg ist ebenfalls ein Weg der Erkenntnis. Hermes Trismegistus ist der göttliche Lehrer, der dem Menschen die Kenntnis der wahren Natur des Kosmos und der Seele offenbart. Zwar ist die hermetische Sicht auf die materielle Welt oft positiver als die der Gnostiker, doch die Betonung der inneren Erleuchtung als Schlüssel zur Transformation ist eine starke Gemeinsamkeit. Die Smaragdtafel und das Corpus Hermeticum sind somit keine Fremdkörper in ihrer Zeit. Sie sind Teil eines großen Gesprächs über die Natur Gottes, des Kosmos und des Menschen, das in der Spätantike mit fieberhafter Intensität geführt wurde. Sie bieten eine einzigartige Synthese, die philosophische Tiefe mit spiritueller Praxis verband. Mit der Renaissance erwachte in Europa ein neues Interesse an der antiken Weisheit. Texte, die über die arabische Welt und Byzanz überliefert worden waren, wurden neu übersetzt und studiert. In diesem Klima der Wiederentdeckung erlebte auch Hermes Trismegistus eine triumphale Rückkehr. Die Smaragdtafel, nun in lateinischer Übersetzung weithin verfügbar, wurde zu einem Grundlagentext für Alchemisten, Philosophen und Magier. Ihre größte Wirkung entfaltete die Legende jedoch zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit dem Auftauchen einer mysteriösen Bruderschaft, der Rosenkreuzer. Zwischen 1614 und 1616 erschienen in Deutschland anonym 3 Manifeste: die Fama Fraternitatis, die Confessio Fraternitatis und die Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz. Diese Schriften verkündeten die Existenz eines geheimen Ordens, gegründet von einem legendären Weisen namens Christian Rosenkreuz, der im Besitz allen Wissens der Welt sei. Sie riefen zu einer universellen Reformation von Wissenschaft, Religion und Gesellschaft auf. Die Manifeste lösten eine europaweite Sensation aus. Hunderte von Schriften wurden veröffentlicht, die die Rosenkreuzer entweder verteidigten oder verdammten. Ob diese Bruderschaft jemals real existierte, ist unter Historikern bis heute umstritten. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein literarisches Gedankenspiel handelte. Unbestreitbar ist jedoch, dass die Rosenkreuzer-Legende tief in der hermetischen Tradition wurzelte. Hermes Trismegistus und die Smaragdtafel wurden als Ahnen und Quellen ihrer Weisheit beansprucht. Die Alchemie der Rosenkreuzer war nicht nur auf die Transmutation von Metallen ausgerichtet, sondern primär auf die spirituelle,
und geistige Veredelung des Menschen. Eine direkte Fortführung der hermetischen Idee. Diese Vereinnahmung der Legende war prägend. Die Smaragdtafel wurde von einem philosophisch-alchemistischen Text zu einem Gründungsdokument für Geheimgesellschaften. Im 18. und 19. Jahrhundert beriefen sich zahlreiche esoterische Orden, von bestimmten Strömungen der Freimaurerei bis hin zu theosophischen Gruppen, auf das hermetische Erbe. Die Tafel wurde zum Symbol für verborgenes Wissen, das nur Eingeweihten zugänglich sei. Dabei wurde ihr Inhalt oft umgedeutet und an die jeweilige Doktrin der Gruppe angepasst. Die universelle Weisheit der Tafel wurde so zu einem exklusiven Geheimnis. Ihre Botschaft von der Einheit allen Seins paradoxerweise zu einem Mittel der Abgrenzung. Guten Abend. Im späten 19. Jahrhundert, einer Zeit des industriellen Umbruchs und des wachsenden Materialismus, entstand eine spirituelle Gegenbewegung. In diesem intellektuellen Klima erlebten die Smaragdtafeln eine tiefgreifende Wiedergeburt. Es war nicht mehr primär die Welt der Laboralchemisten, die sich ihrer annahm, sondern die der Theosophen und Esoteriker. Helena Blavatsky, die Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft, webte hermetische Prinzipien in ihr großes synkretistisches Werk ein. In ihrer Lehre wurden Hermes Trismegistus und die Tafeln zu Zeugen einer universellen, zeitlosen Weisheitslehre, der Geheimlehre, die allen großen Religionen und Philosophien zugrunde liegen sollte. Die Tafeln waren nun nicht mehr nur eine Anleitung zur Transmutation von Metallen, sondern ein Schlüssel zum Verständnis der kosmischen Evolution und der verborgenen Kräfte des Menschen. Diese Neuinterpretation löste den Text weiter von seinem historisch-alchemistischen Kontext und positionierte ihn als reines spirituelles Manifest. Mit dem Aufkommen der New Age-Bewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diese Transformation vollendet. Die Smaragdtafeln wurden zu einem Grundpfeiler für eine breite Palette von Überzeugungen, die von der Suche nach persönlicher Erleuchtung bis hin zu Theorien über außerirdische Ursprünge der Menschheit reichten. In dieser neuen Lesart war die alchemistische Operation endgültig nach innen verlagert worden. Es ging um die Transmutation des Bewusstseins, die Erweckung der inneren Gottheit und die Harmonisierung mit universellen Energien. Der berühmte Satz, wie oben, so unten, wurde zum Mantra für die Verbindung des individuellen Selbst mit dem kosmischen Ganzen. Autoren wie Maurice Doreal veröffentlichten in den 1930er Jahren ihre eigenen, weitaus längeren und fantastischeren Versionen der Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta, die mit der knappen kryptischen Vorlage nur noch den Namen gemein hatten. Diese modernen Schöpfungen, die von versunkenen Zivilisationen und kosmischen Meistern erzählen, haben das öffentliche Bild der Tafeln nachhaltig geprägt und oft den Blick auf den eigentlichen historischen Text verstellt. So vollzog sich eine Metamorphose. Von einem rätselhaften, alchemistischen Axiom zu einem Symbol der modernen, synkretistischen Spiritualität. Nachdem wir die faszinierende Reise der Smaragdtafeln durch die Welt der Esoterik und des New Age verfolgt haben, ist es nun an der Zeit, innezuhalten und die ruhige, aber feste Perspektive des Historikers einzunehmen. Es ist eine Übung in intellektueller Klarheit, die nicht darauf abzielt, den Glauben zu schmälern, sondern das Fundament des Wissens zu festigen. Wir müssen lernen, zwei sehr unterschiedliche Phänomene zu trennen. Auf der einen Seite den historischen Text, die Tabula Smaragdina, wie wir sie aus arabischen und lateinischen Manuskripten kennen, und auf der anderen Seite
die gewaltige Mythologie, die um sie herum gewachsen ist. Der historische Text ist kurz, prägnant und nachweislich seit mindestens dem 9. Jahrhundert im Umlauf. Seine Ursprünge sind, wie wir gesehen haben, wahrscheinlich in der hellenistisch-ägyptischen Alchemie zu suchen und wurden im arabischen Kulturkreis erstmals schriftlich fixiert. Seine Sprache ist die der Naturphilosophie und der frühen Chemie, wenn auch in einer hohem Maße symbolischen Form. Die Mythologie hingegen spricht von Tod, einem atlantischen Priesterkönig, der die Tafeln vor Jahrtausenden verfasst haben soll. Sie erzählt von unterirdischen Hallen unter der Sphinx, von außerirdischen Weisheitslehrern und von einer verlorenen Urreligion der Menschheit. Diese Erzählungen sind keine historischen Fakten im wissenschaftlichen Sinne. Sie sind moderne Schöpfungen, Fiktionen, die auf älteren Legenden aufbauen und die tiefen menschlichen Sehnsüchte nach verborgenem Wissen und einem goldenen Zeitalter widerspiegeln. Die Aufgabe des kritischen Geistes ist es nicht, diese Mythen zu verspotten, sondern ihre Entstehung und ihre Funktion zu verstehen. Sie zeigen uns mehr über die Zeit, in der sie populär wurden, das 19. und 20. Jahrhundert, als über das alte Ägypten oder ein mythisches Atlantis. Die Trennung von Text und Legende ist entscheidend. Sie erlaubt uns, die Tabula Smaragdina als das zu würdigen, was sie belegbar ist. Ein immens einflussreiches Dokument in der Geschichte der Alchemie und der westlichen Esoterik. Gleichzeitig ermöglicht sie uns, die modernen Erzählungen als das zu sehen, was sie sind. Faszinierende Beispiele für modernes Mythenschaffen, die jedoch nicht mit der archäologischen und philologischen Realität verwechselt werden dürfen. Abseits der historischen Kritik und der esoterischen Spekulation eröffnete das 20. Jahrhundert eine völlig neue, tiefgründige Perspektive auf die Alchemie und damit auch auf die Smaragdtafeln. Diese Perspektive kam nicht von einem Historiker oder einem Okkultisten, sondern von einem der Väter der modernen Psychologie, Carl Gustav Jung. Jung war fasziniert von der alchemistischen Symbolwelt. Er sah in den obskuren Texten und bizarren Bildern nicht den Versuch einer primitiven Chemie, sondern eine erstaunlich präzise Landkarte der menschlichen Seele. Für Jung war der alchemistische Prozess eine Projektion unbewusster psychischer Vorgänge auf die Materie. Die Alchemisten, so Jung, versuchten nicht nur Blei in Gold zu verwandeln, sondern sie durchlebten unbewusst einen tiefen inneren Wandlungsprozess. Den Prozess der Individuation, der Reifung und Ganzwerdung der Persönlichkeit. In diesem Licht erhält die Smaragdtafel eine tiefenpsychologische Bedeutung. Der Leitsatz „Wie oben, so unten“ beschreibt für Jung nicht nur eine kosmische Korrespondenz, sondern die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten. Das eine, von dem der Text spricht, ist das Selbst, die psychische Totalität, die es zu verwirklichen gilt. Die alchemistische Arbeit im Labor, das Trennen und Wiedervereinigen der Elemente, wird zum Symbol für die Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Gegensätzen. Licht und Schatten, männlich und weiblich, Denken und Fühlen. Das Ziel, der Stein der Weisen oder das Lapis Philosophorum, ist in dieser Lesart kein physischer Gegenstand, sondern das integrierte, geheilte und vollständige Selbst. Jung bot damit eine Brücke zwischen der alten, mystischen Welt und dem modernen, rationalen Denken. Er ermöglichte es, die Weisheit der Alchemie zu würdigen, ohne ihre metaphysischen Annahmen teilen zu müssen. Die Smaragdtafel wurde unter seiner Analyse zu einem zeitlosen Dokument über die menschliche Psyche und ihre lebenslange Aufgabe, Einheit
aus der Vielfalt und Ganzheit, aus der Zerrissenheit zu schaffen. Es ist die Verwandlung des rohen, unbewussten Zustands, der Prima Materia, in das leuchtende Gold des bewussten und integrierten Individuums. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise und es wird deutlich, dass die Suche nach den Smaragdtafeln weniger eine Suche nach einem physischen Artefakt aus grünem Stein ist, sondern vielmehr eine Form der intellektuellen Archäologie. Wir graben nicht im Sand Ägyptens, sondern in den Schichten menschlicher Ideen, Hoffnungen und Interpretationen, die sich über mehr als ein Jahrtausend angesammelt haben. Das Objekt unserer Untersuchung ist die Idee selbst, die Beharrlichkeit eines kurzen, kryptischen Textes, der Kulturen, Sprachen und Weltanschauungen überdauert hat. Unsere Ausgrabung beginnt im Schmelztiegel des hellenistischen Ägyptens, wo griechische Philosophie, ägyptische Mythologie und orientalische Mystik zu einer neuen Synthese verschmolzen. Von dort führt die Spur in die blühenden intellektuellen Zentren der arabischen Welt des 9. Jahrhunderts, wo der Text erstmals in einer fassbaren Form auftaucht, eingebettet in alchemistische und magische Handbücher. Die nächste Schicht führt uns ins mittelalterliche Europa, wo die Tabula Smaragdina nach ihrer Übersetzung ins Lateinische zum Gründungsdokument der europäischen Alchemie wird. Eifrig studiert in den stillen Kammern von Mönchen und Gelehrten. In der Renaissance sehen wir, wie sie von Philosophen wie Marsilio Ficino als Schlüssel zu einer universellen Theologie, der Prisca Theologia, gedeutet wird. Später, im Zeitalter der Aufklärung und der wissenschaftlichen Revolution, überlebt die Idee in den geheimen Zirkeln der Rosenkreuzer und Freimaurer, nunmehr als allegorischer Leitfaden zur moralischen und spirituellen Veredelung. Im 19. und 20. Jahrhundert schließlich wird sie, wie wir sahen, von Theosophen und New Age-Denkern neu beansprucht und in ein modernes, spirituelles Gewand gekleidet, während sie gleichzeitig von Psychologen wie C.G. Jung als Metapher für die Tiefen der Seele entschlüsselt wird. Jede Epoche hat in den Spiegel der Smaragdtafeln geblickt und ihr eigenes Gesicht, ihre eigenen Fragen und ihre eigenen Antworten darin gesehen. Die wahre Beständigkeit der Tafeln liegt nicht in einem unzerstörbaren Smaragd, sondern in der unzerstörbaren Kraft ihrer zentralen Idee, der tiefen, geheimnisvollen Einheit von allem, was ist. Das ist vielleicht das größte Wunder dieses Textes. In unserer modernen Kultur, die von spektakulären Erzählungen lebt, ist es verlockend, die Smaragdtafeln mit versunkenen Kontinenten wie Atlantis oder dem Besuch außerirdischer Lehrmeister in Verbindung zu bringen. Diese Narrative bieten einfache, dramatische Antworten auf komplexe Fragen. Sie malen ein Bild von einer goldenen Vergangenheit, deren Weisheit uns durch eine Katastrophe oder den Weggang unserer kosmischen Mentoren verloren ging. Doch wenn wir diesen verlockenden Sirenenrufen der Pseudowissenschaft widerstehen, entdecken wir eine Geschichte, die in ihrer Komplexität und menschlichen Tiefe weitaus faszinierender ist. Die wahre Magie der Smaragdtafeln liegt nicht in einem hypothetischen außerirdischen Ursprung, sondern in ihrer unglaublichen Reise durch die Zeit und die Kulturen. Es ist die Geschichte einer Idee, die in den Schmelztiegeln der hellenistischen Welt entstand, von arabischen Gelehrten im goldenen Zeitalter des Islam bewahrt, übersetzt und kommentiert wurde, um dann im mittelalterlichen Europa wieder aufzutauchen und das Denken der Renaissance zu entzünden. Die Faszination liegt in der Kette der Überlieferung. Von den anonymen Autoren der arabischen Welt über Übersetzer in den Bibliotheken von Toledo
bis hin zu den Alchemisten in ihren Laboren, die versuchten, ihre rätselhaften Worte zu entschlüsseln. Männer wie Isaac Newton, der Begründer der modernen Physik, widmeten einen erheblichen Teil ihrer intellektuellen Energie dem Studium dieser hermetischen Texte. Sie sahen darin keinen Widerspruch zur Wissenschaft, sondern eine Ergänzung, den Versuch, die universellen Gesetze zu verstehen, die sowohl den Himmel als auch die Erde regieren. Die Fiktion von Atlantis gibt uns eine fertige Antwort. Die Realität hingegen stellt uns vor eine viel spannendere Frage. Wie konnte ein so kurzer, kryptischer Text das Denken so vieler brillanter Köpfe über Jahrhunderte und über gewaltige kulturelle Gräben hinweg derart fesseln und inspirieren? Die Antwort liegt nicht in den Sternen, sondern in der unermüdlichen menschlichen Suche nach Wissen und Bedeutung, die in diesen wenigen Zeilen einen perfekten Kristallisationspunkt fand. Im Herzen der Smaragdtafeln pulsiert ein einziges kraftvolles Prinzip, das über die Jahrhunderte hinweg Philosophen, Mystiker und sogar Wissenschaftler inspiriert hat. Das Prinzip der Korrespondenz, zusammengefasst in dem berühmten Aphorismus „Wie oben, so unten, wie unten, so oben“. Diese Aussage ist weit mehr als eine mystische Formel. Sie ist eine tiefgründige metaphysische Behauptung über die Struktur der Realität selbst. Sie postuliert, dass das Universum kein chaotisches Sammelsurium von Einzelteilen ist, sondern ein geordneter Kosmos, in dem dieselben grundlegenden Muster und Gesetze auf allen Ebenen des Seins widerhallen. Der Makrokosmos, das Universum der Sterne und Planeten, spiegelt sich im Mikrokosmos, dem Menschen, der Natur, sogar einem einzelnen Atom. Diese Idee war revolutionär. Für die antiken Hermetiker bedeutete sie, dass man durch das Studium der Natur die göttliche Ordnung verstehen konnte. Und umgekehrt, durch die Introspektion, die Geheimnisse des Universums. In der Renaissance befeuerte dieses Prinzip die wissenschaftliche Revolution. Astronomen wie Kepler suchten nach den Harmonien der Sphären, überzeugt davon, dass die gleichen mathematischen Gesetze, die die Musik regieren, auch die Planetenbahnen bestimmen müssen. Ärzte wie Paracelsus sahen den menschlichen Körper als ein Abbild des Kosmos und suchten nach Entsprechungen zwischen Mineralien, Pflanzen und Krankheiten. Auch wenn die wissenschaftliche Methodik sich seither radikal verändert hat, klingt das Echo dieses Prinzips bis in unsere Zeit nach. Denken Sie an die fraktale Geometrie, wo komplexe Muster wie die einer Schneeflocke oder einer Küstenlinie sich bei jeder Vergrößerungsstufe selbst wiederholen. Denken Sie an die moderne Physik und die Suche nach einer Theorie von allem, die die Gesetze der Quantenwelt mit denen der Kosmologie vereint. Oder an die Systemtheorie in der Biologie, die erkennt, dass die Prinzipien, die ein Ökosystem organisieren, auch in einer einzelnen Zelle zu finden sind. Die Smaragdtafeln haben uns keine wissenschaftlichen Formeln hinterlassen, aber sie haben uns eine Perspektive geschenkt. Die Einladung, die Welt als ein vernetztes, resonantes Ganzes zu betrachten, in dem das Studium des Kleinsten uns Wahrheiten über das Größte offenbaren kann. Während die direkte historische und philosophische Auseinandersetzung mit den Smaragdtafeln oft auf akademische und esoterische Kreise beschränkt bleibt, hat ihr Geist die populäre Kultur auf subtile, aber tiefgreifende Weise durchdrungen. Die Figur des Hermes Trismegistus, des dreimal großen Weisen, und die Vorstellung einer verborgenen ultimativen Wahrheit, die auf einer unzerstörbaren Tafel eingraviert ist, sind zu kraftvollen Archetypen
in der modernen Erzählkunst geworden. Sie nähren unsere Faszination für verlorenes Wissen, geheime Gesellschaften und die Suche nach Erleuchtung. Ein herausragendes Beispiel ist Paulo Coelhos weltberühmter Roman »Der Alchemist«. Die Reise des Hirtenjungen Santiago ist eine direkte Allegorie auf die hermetische Lehre. Seine Suche nach einem materiellen Schatz verwandelt sich in eine Reise der Selbstfindung, die auf den Prinzipien der Smaragdtafel beruht. Das persönliche Schicksal zu erkennen, die Zeichen der Welt zu lesen und zu verstehen, dass das Universum demjenigen hilft, der seinen Traum verfolgt. Das Buch macht die abstrakte Philosophie der Tafeln zu einer zugänglichen, persönlichen Parabel. Auch in der fantastischen Literatur finden wir ihre Spuren. H.P. Lovecrafts Necronomicon, das fiktive Buch des Wahnsinns, ist eine düstere Umkehrung der Smaragdtafel. Anstelle von kosmischer Harmonie offenbart es ein Universum des Chaos und der Gleichgültigkeit. In Umberto Ecos, das Foucault'sche Pendel, wird die Besessenheit von solchen geheimen Texten und die menschliche Neigung, überall Muster zu sehen, auf brillante Weise seziert und dekonstruiert. Auch die Welt der Videospiele greift diese Motive immer wieder auf. Reihen wie Tomb Raider oder Assassin's Creed basieren auf der Prämisse, dass antike Zivilisationen mächtige Artefakte mit übernatürlichen Kräften hinterlassen haben. Die Suche nach diesen Objekten, die oft Schlüssel zu fundamentalen Wahrheiten über die Realität enthalten, ist eine moderne, interaktive Version der alchemistischen großen Arbeit. Die Smaragdtafeln selbst mögen selten namentlich genannt werden, aber ihr Wesen, die Idee eines einzigen, mächtigen Artefakts, das das Geheimnis des Universums birgt, ist zu einem festen Bestandteil unseres kulturellen Storytellings geworden und beweist die zeitlose Anziehungskraft der Suche nach der ultimativen Wahrheit. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise und es ist an der Zeit, innezuhalten. Wir haben die verschlungenen Pfade der Geschichte verfolgt, von den mutmaßlichen Ursprüngen im hellenistischen Ägypten über die arabische Welt bis ins Herz der europäischen Alchemie. Wir haben die Theorien von Außerirdischen und Atlantis als das erkannt, was sie sind: moderne Mythen. Und wir haben gesehen, wie die zentralen Ideen des Textes bis heute in Philosophie und Kultur nachklingen. Doch was bleibt am Ende? Haben wir das Rätsel der Smaragdtafeln gelöst? Die ehrliche und vielleicht wichtigste Antwort lautet: Nein. Und das ist vielleicht Ihre größte Lektion. Die Suche nach der einen, endgültigen, physischen Tafel, dem Original, ist möglicherweise eine vergebliche Jagd nach einem Phantom. Vielleicht hat es sie in der Form, wie wir sie uns vorstellen, eine einzelne, von Tod oder Hermes selbst gravierte Smaragdplatte, nie gegeben. Vielleicht war sie von Anfang an eine Allegorie, ein Symbol für eine unvergängliche Wahrheit, die nicht in Stein, sondern im Bewusstsein selbst eingeschrieben ist. Die eigentliche Bedeutung der Smaragdtafeln liegt nicht in ihrer materiellen Existenz, sondern in ihrer Funktion als Projektionsfläche für die tiefsten Fragen der Menschheit. Für den Alchemisten war sie ein Handbuch zur Transmutation der Materie, für den Renaissance-Magier ein Schlüssel zur Beherrschung der Natur. Für den modernen Suchenden ist sie ein Leitfaden zur spirituellen Transformation. Jede Epoche liest in ihren kryptischen Zeilen das, was sie zu verstehen bereit ist. Die Tafeln lehren uns heute vor allem Demut. Sie erinnern uns daran, dass es Mysterien gibt, die sich einer einfachen, rationalen Erklärung entziehen. Sie fordern uns auf, die Grenzen zwischen Disziplinen zu überwinden, zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen Geschichte
und Philosophie. Sie ermutigen uns, nach den Mustern zu suchen, die alles verbinden, vom Tanz der Galaxien bis zum Rhythmus unseres eigenen Herzschlags. Die Weisheit der Smaragdtafeln ist keine versteckte Formel, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Es ist die ewige Einladung, Fragen zu stellen, zu staunen und zu erkennen, dass die Reise des Verstehens das eigentliche Ziel ist.